Seit über 60 Jahren wandert der Tagebau Garzweiler in nordwestliche Richtung. Die ausgekohlte Fläche unterliegt einem stetigen Rekultivierungsprozess. Bereits 2005 wurde hier ein erster Windpark errichtet. Er besteht aus 12 Vestas V80 Windrädern und trägt den Namen Am Kaiskorp. Mit einer Leistung von 2050 Kilowatt waren es die größten und modernsten Anlagen der Zeit. Die Flügel haben einen Durchmesser von 80 Metern und die Nabenhöhe beträgt 100 Meter. Daraus ergibt sich eine Gesamthöhe von 140 Metern. Ein 13. Windrad wurde 2016 errichtet. Der Windpark am Kaiskorp hat damit eine Gesamtleistung von 26 Megawatt. Im Jahr werden 46,8 Millionen Kilowattstunden erzeugt. Das reicht für 12.513 Haushalte. Kein Windrad dreht sich, es sieht nach einer Flaute aus. Aber in 100 Meter Höhe weht der Wind mit 10 Meter die Sekunde. Also ideale Bedingungen für Windräder. Das Stromnetz ist aber voll und es ist kein Bedarf vorhanden. Um den Überschuss in andere Regionen zu transportieren, fehlt es an Trassen. Und auch Stromspeicher sind nicht ausreichend vorhanden. Dies ist immer noch das größte Problem der erneuerbaren Energien. Sobald wieder Platz im Netz ist, laufen die Windräder selbstständig an. Westlich vom Tagebau auf nicht rekultiviertem Gebiet liegt der Windpark Betgenhauser Feld. Da dieses Gebiet nicht mehr ausgekohlt wird, wurde hier der Windpark 2012 errichtet. Er besteht aus 10 Windrädern der Firma Senvion. Die Flügel haben einen Durchmesser von 82 Metern und die Nabenhöhe beträgt 100 Meter. Im Jahr werden hier 50 Millionen Kilowattstunden erzeugt. Das reicht für über 13.000 Haushalte. 2015 wurden auf der Königshofener Höhe 21 Windräder in Betrieb genommen. Es war ein Projekt von RWE und der Stadt Bedburg. Es handelt sich um baugleiche Windräder der Firma Senvion. Mit einem Flügeldurchmesser von 114 Metern leistet jedes Windrad 3170 kW. Das ergibt dann eine Gesamtleistung von 66,6 Megawatt. Der Ertrag liegt bei 162 Millionen Kilowattstunden im Jahr. Damit können über 43.000 Haushalte versorgt werden. Der Vertrag zwischen der Stadt Bedburg und RWE wurde bereits 2013 geschlossen. Hier wurde festgelegt, dass RWE 51 und die Stadt Bedburg 49% am Projekt hält. Insgesamt wurden 110 Millionen Euro investiert. Die Stadt Bedburg rechnet mit Mehreinnahmen von etwa 800.000 Euro pro Jahr. Der Windpark würde somit einen Gewinn von 2 Millionen Euro pro Jahr ausweisen. Hier auf der Königshofener Höhe werden bis zu 3000 Volllaststunden im Jahr erreicht. Das liegt weit über dem Landesdurchschnitt. Dieser liegt zwischen 1800 und 2000 Stunden. Inmitten der Windräder liegt die Motor-Cross-Anlage des MSC Grevenbroich. Am nördlichen Rand der Königshofener Höhe wurden im Jahr 2022 3 moderne Windräder der Firma Nordex in Betrieb genommen.
Die Nabe befindet sich auf einer Höhe von 164 Metern. Bei einem Rotordurchmesser von 149 Meter ergibt sich eine Gesamthöhe von 238 Meter. Jedes Windrad hat eine Leistung von 5,7 Megawatt. Diese 3 Windräder erzeugen jährlich 3,8 Millionen Kilowattstunden, ausreichend für 8.200 Haushalte. Bei dieser Delta-4-Plattform wurde der Netztravo erstmals in die Gondel platziert. Dies ist der enormen Leistung der neuen Generation geschuldet. Die Stromstärke des Generators beträgt 4200 Ampere. Es wäre ein Kupferkabel mit 3 mal 1400 Quadratmillimeter erforderlich. Die Kosten dafür wären wirtschaftlicher Irrsinn. Ebenfalls 2022 wurden am Schreckshöfchen 5 baugleiche Nordex-Anlagen in Betrieb genommen. Auch hier beträgt die Nabenhöhe 164 Meter. Das ist in etwa die größte Höhe, die heute technisch bei Onshore-Anlagen erreicht werden kann. Begrenzend ist dabei die Arbeitshöhe der heute eingesetzten Raupenkräne. Die bis zu 80 Tonnen schwere Gondel muss ja auf diese Höhe gehoben werden und präzise auf die Turmspitze aufgesetzt werden. Die Firma Liebherr hat zwar einen Kran mit einer Hebehöhe von 248 Metern und 3000 Tonnen Hebelast entwickelt. Die Verfügbarkeit ist aber noch sehr gering und die Kosten sind utopisch. Diese 5 Windräder erzeugen jährlich 53,6 Millionen Kilowattstunden. Etwas weiter nördlich wurden im Jahr 2021 6 Nordex-Anlagen mit gleichen Abmessungen in Betrieb genommen. Sie haben allerdings nur eine Leistung von 4500 Kilowatt. Hier sieht man, wie die Entwicklung fortschreitet. Die neueren Typen haben immerhin 1,2 MW mehr Leistung. Obwohl hier ein Windrad mehr steht, ist der Ertrag um 5 Millionen Kilowattstunden geringer. Er beträgt aber immerhin 48,6 Millionen Kilowattstunden. Damit kann man 12.900 Haushalte versorgen. Die zuletzt errichteten Windräder sind neuester Generation und stehen auf der Höhe nahe dem Ort Gusdorf. Sie haben die Typenbezeichnung V162 6000 und werden von der Firma Vestas hergestellt. Die Inbetriebnahme erfolgt Anfang 2025. Mit einer Nabenhöhe von 167 Metern sind es die höchsten Windräder im Park. Auch der Rotor mit einem Durchmesser von 162 Metern ist der Rekordhalter im Park. Die beiden Anlagen erzeugen im Jahr 32 Millionen Kilowattstunden. Das reicht für über 8.500 Haushalte. Sehr beachtlich ist auch der Arbeitsbereich der Anlage. Er beginnt bei einer Windgeschwindigkeit von 3 Meter die Sekunde und endet bei 24 Meter die Sekunde, was beachtliche 87 Stundenkilometer sind. Hier sind die Leistungsdaten des gesamten Windparks noch einmal zusammengefasst. Mit dem Bau von 9 weiteren Anlagen mit einer Gesamtleistung von 60 MW wurde Anfang des Jahres begonnen. Die jährlich erzeugte Strommenge des Windparkes beläuft sich dann auf 527 Millionen Kilowattstunden.
Was sich hier gigantisch viel anhört, ist aber nur 1% der Strommenge, die aus der Kohle des Tagebaus Garzweiler jährlich erzeugt wird. Aus dem Tagebau werden jährlich 22 Millionen Tonnen Braunkohle gefördert. Das entspricht 22 Milliarden Kilogramm. Moderne Kraftwerke mit besonderer Anlagentechnik können aus einem Kilogramm Braunkohle ca. 1,9 Kilowattstunden Strom erzeugen. Das sind dann 41.800 Millionen Kilowattstunden. Dagegen sehen die ab 2026 erzeugten 527 Millionen Kilowattstunden aus dem Windpark doch sehr bescheiden aus. Windräder benötigen viel Raum, denn sie beeinflussen sich gegenseitig durch Windschatten und Verwirbelungen. Ein Mindestabstand untereinander ist damit zwingend erforderlich. Ganz optimistisch gerechnet beträgt der Mindestabstand 4-mal den Rotordurchmesser. Bei einem 160 Meter Rotor wären das 640 Meter. Für 8 Windräder in Zweierreihen errichtet, benötigt man eine Fläche von 328 Hektar. Die Gesamtfläche der Königshofener Höhe beträgt 1500 Hektar, ist mit dem Windpark, der 2026 fertiggestellt wird, aber pickepacke voll. Um die gesamte Braunkohleerzeugung des Tagebaus Garzweiler mit Windkraft zu ersetzen, benötigt man 6000 weitere Windräder. Es wäre eine zusätzliche Fläche von 34.214 Hektar erforderlich. Das sind 342 Quadratkilometer, also eine Fläche größer als das Stadtgebiet von München. Die Fläche des Tagebaus fällt als Standort aus. Hier soll ja der Garzweiler See entstehen. Es muss also Strom aus dem Norden her, vorrangig aus der Nordsee. Der Bau von neuen Stromtrassen ist also unabdingbar. Es müssen also noch mehr Einsprüche und Klagen gegen die Stromtrassen erwirkt werden. Stromtrassen müssen unbedingt unterirdisch verlegt werden, egal ob das 5-mal teurer ist. Hauptsache, man muss nicht auf die Masten schauen und die Windräder sollte man auch ganz weit weg bauen. Hauptsache, mein Bier ist kalt und der Fernseher läuft. Oder ist das nicht ganz andersrum? Sankt Florian lässt grüßen. Ich wünsche noch einen schönen Tag.